Es ist eines der schönsten Autos, die je gebaut wurden, der Mercedes 300 SL. Sammler und Liebhaber zahlen heute Höchstpreise für den Flügeltürer und das aus gutem Grund. Das ist eine Komposition aus Ästhetik und aus einer irren Technik. Bei den Classic Days gehört der 300 SL zu den Publikumslieblingen. Und die Flügeltürer-Werkstatt von Hans Kleisel am bayerischen Starnberger See ist weltweit eine der begehrtesten Anlaufstellen für jeden SL-Fan und Besitzer. Das Auto war seiner Zeit damals um Lichtjahre voraus. Die Classic Days auf Schloss Dück bei Düsseldorf. Die größte und unterhaltsamste Oldtimer-Veranstaltung Europas. Hier bestaunt das Publikum nicht nur die schönsten und teuersten Fahrzeugveteranen, sondern lässt jeden Sommer die guten alten Zeiten wieder aufleben. Auch Hans Kleisel ist mit mehreren Flügeltürern auf der Veranstaltung dabei. Wir sind deswegen hier, weil es einfach so eine tolle Veranstaltung ist, dass wir gesagt haben, also das entspricht auch so unserer Philosophie, wo ja viel mit Passion und Leidenschaft verbunden ist. Genauso wie die Veranstaltung hier, da dürfen wir nicht fehlen. Die Classic Days. 3 Tage lang feiert das Publikum die Autos, sich selbst und den Spaß an dieser Veranstaltung. Im Gegensatz zu vielen anderen Oldtimer-Treffen werden auf den Classic Days die Autos nicht nur ausgestellt. Hier haben die Teilnehmer die Gelegenheit, mit ihren Fahrzeugen auch über einen kleinen Rundkurs zu fahren. Um starten zu können, muss man allerdings erst einmal zur technischen Abnahme. Ohne Prüfplakette darf niemand auf die Strecke. Man muss den Veranstalter verstehen. Das ist im Grunde eine hochbrisante Geschichte. Wenn da Tausende von Zuschauern am Straßenrand sind, da darf man nicht das Risiko eingehen, dass das Auto beim Bremsen nach links oder nach rechts zieht und in die Zuschauer fährt. Und bitte nochmal das Licht an. Licht und Blinklichter müssen natürlich genauso funktionieren wie die Hupe. Und die kann beim SL sogar auch der Co-Pilot bedienen. Hier haben wir ja sogar einen Hubknopf für den Beifahrer, was eine Spezialität für den 300 SL ist. Weil der 300 SL als Renn- und Rallye-Auto geboren ist und deswegen eben auch der Beifahrer die Möglichkeit haben sollte zu hupen. Am Ende der technischen Prüfung gibt es dann für Hans die Plakette. Jetzt kann er mit seinem Flügeltürer auch auf die Strecke. Gut Polling am Starnberger See, vor den Toren Münchens. Hier, in einem alten Kloster, hat Hans Kleisel seine SL-Manufaktur. Die Kunden kommen aus der ganzen Welt, um bei Hans einen 300 SL zu kaufen, reparieren oder restaurieren zu lassen. So eine Komplettrestaurierung fließt schon wahnsinnig viel Zeit. Also ich glaube es manchmal selber nicht, aber wenn man so einen normalen Standard hat, dann rechnet man mit ungefähr 3000 Stunden. Und wenn man wirklich das Auto perfekt, nahezu perfekt machen will, dann sind es 4000 Stunden. Und dabei sind also die ganzen Ersatzteile, die man braucht, gar nicht eingerechnet. Hans und seine Mannschaft legen Wert auf höchste Präzision. Deshalb stellen sie inzwischen auch fast jedes Ersatzteil selbst her. Wie wir mit dem Restaurieren angefangen haben, da waren die größten Probleme nicht in unserem Bereich gelegen, sondern überall dort, wo wir Sachen außer Haus geben mussten. Sei es Motore, Einspritzpumpen, Autos zum Lackieren, Sachen zum Verchromen. Inzwischen haben wir fast alles an uns gezogen, machen fast alles im eigenen Haus. Wir machen unsere Einspritzpumpen selber, wir machen die Motore komplett selber. Und dadurch arbeitet man einfach Hand in Hand und keiner kann sich auf den anderen rausreden. Und das funktioniert auch bestens. Seit Hans als Student einen Flügeltürer auf der Straße gesehen hatte, beschäftigt er sich fast ausschließlich mit diesem Mercedes. Und alle seine Mechaniker leben die gleiche Leidenschaft für den SL wie ihr Chef. Der 300 SL Flügeltürer ist nicht umsonst von Journalisten zum Automobil des Jahrhunderts gewählt worden. Das Auto war seiner Zeit damals um Lichtjahre voraus. Und man muss sich vorstellen, das ist passiert im Nachkriegsdeutschland, wo eigentlich alles kaputt war. Also was die Jungs von Mercedes damals auf die Beine gestellt haben, war wirklich sensationell. Und einer
damals irrsinnig fortschrittlichen Technik mit dem Gitterrohrrahmen, mit dieser Direkteinspritzung, die aus dem Flugzeugbau abgeleitet war. Das war ein Auto, das ging tatsächlich 250 Stundenkilometer schnell. Zur damaligen Zeit, im Jahr 1954, kam dieses Auto raus. Es war deswegen so schnell, weil es eigentlich entwickelt war aus einem Rennauto. Und das Besondere an dem Auto sind also die Flügeltüren, die also nicht nur ein Designelement sind, sondern die geboren sind aus der Notwendigkeit, den Einstieg hier so hoch zu haben, weil dort drunter sich der leichte Gitterrohrrahmen befindet und der konnte also nur so leicht gebaut werden, wenn er hier so weit rauf ging. 300 SL heißt dieses Modell natürlich, weil es einen 3-Liter-Motor hat und das SL steht für sportleicht. Das gekrümmte Saugrohr kommt daher, weil der Motor schräg im Motorraum liegt, damit er unter die Haube gepasst hat. Da unten versteckt ist die Einspritzanlage, die das Herzstück von dem Fahrzeug ist. Es hat jahrzehntelang kein anderes Auto gegeben, in dem eine derartige Direkteinspritzung eingebaut war. Was diese Autos überhaupt nicht mögen, ist, dass man sie kurz startet und dann wieder abstellt. Da rußen sofort die Kerzen zu. Und das Auto läuft nicht mehr richtig. Das darf man also diesem Auto nicht antun. Ansonsten ist es im Grunde sehr pflegeleicht. Wichtig ist, dass es trocken steht. Ansonsten haben diese Autos eine wirklich super Qualität, sodass, wenn man die gut behandelt, man eigentlich kaum technische Probleme hat. Es ist einfach immer wieder toll, so ein Auto zu starten und den Sound zu hören. Das ist einzigartig und unverwechselbar. Das Armaturenbrett, das spezielle Flügeltürerlenkrad. Es ist also nicht nur ein Gedicht der Technik, sondern auch der Ästhetik. Das Armaturenbrett ist leicht modifiziert, weil das Auto dem größten Playboy der 50er Jahre gehört, dem Porfirio Rubirosa. Und er hat, um die Mädels zu beeindrucken, den Tacho sich gleich mal auf 360 ändern lassen. Und die originale Uhr hat ihm wohl auch nicht so sehr gefallen und dann hat er eine englische Jaguar eingesetzt. Ob Playboy oder Rennfahrer, biederer Familienvater oder brave Hausfrau, keiner kann sich dem Bann des 300 SL entziehen. 1954 wird er in den USA das erste Mal vorgestellt. Sein zeitloses und einzigartiges Design hebt den Flügeltürer aus der Masse der Blechlawinen heraus und verleiht ihm auch heute noch den Zauber ewiger Jugend. Der Flügeltürer basiert auf der sehr erfolgreichen Rennversion des 300 SL, die Anfang der 50er Jahre den Motorsport dominiert. Und genau so ein Auto wünscht sich dann der amerikanische Importeur Hoffmann von Mercedes, einen Erfolgstyp mit Extravaganz für den US-Markt. Das ist die Geburt des Flügeltürers. Technischer Vater des 300 SL ist der eher konservative Adenauer Mercedes, von dem der 3-Liter-Sechszylinder stammt. Mit der neuartigen Benzin-Direkteinspritzung leistet die Maschine 215 PS. Wie jedes Traumauto wird auch der Flügeltürer nur in begrenzter Zahl gebaut. Insgesamt sind es 1400 Stück, von denen heute noch 1200 erhalten sein sollen. Der Innenraum des SL ist zugeschnitten wie in einem Rennwagen. Das Armaturenbrett ist wie die Karosserie zeitlos elegant, ansonsten gibt es nicht viel Luxus im Cockpit. Der SL soll ja schließlich eine Fahrmaschine sein. Das Herzstück neben dem starken Motor ist beim Flügeltürer der Gitterrohrrahmen. Eine extrem durchdachte Konstruktion, die nicht nur sehr verwindungssteif ist, sondern auch eine wichtige Anforderung für jeden Renn- und Sportwagen erfüllt. Ein Sportwagen muss Kraft haben und muss leicht sein. Je leichter er ist, desto schneller ist er. Deswegen hat man sich bemüht, einen Rahmen zu bauen, mit einem anderen Prinzip leichter bauen zu können wie früher. Und das war der Gitterrohrrahmen, der eigentlich aus dem Flugzeugbau kommt. Mit dieser Art von Rahmen konnte man 50% Gewicht sparen gegenüber dem früher üblichen Leiterrahmen. Dieser Rahmen wiegt insgesamt 95 Kilo und Mercedes hat damals damit geworben, dass ein Mann den stemmen konnte. In der Werkstatt machen sich die Mechaniker jetzt an die Arbeit, um den Flügeltürer, der auf den Classic Days zum Einsatz kommen soll, auf die Veranstaltung vorzubereiten. Selbst heute noch begeistern Technik, Konstruktion und Faszination des 300 SL die jungen Mechaniker. Sie schrauben lieber am Sportwagen des Jahrhunderts als an einem modernen Hightech-Fahrzeug.
es macht mehr Spaß, einfach an solchen Autos zu arbeiten, als wenn man jetzt an einem modernen Auto sagt, man nimmt ein Teil raus, baut ein neues rein. Das ist einfach relativ anspruchslos und hier ist es einfach mehr gefordert und macht wesentlich mehr Freude einfach. Wie jeder Oldtimer muss auch der Mercedes 300 SL ordentlich und vor allem regelmäßig gewartet werden. Aber im Gegensatz zu vielen anderen Modellen braucht er keine übertriebene Pflege. Wenn man jetzt Autos hat wie das hier, was auf eine Ausfahrt geht, wird es natürlich davor gewartet. Und wenn irgendwelche Probleme auftreten, danach. Ansonsten sagen wir mindestens einmal jährlich. Einfach um den Wert zu erhalten, dass man sicher sein kann, dass technisch alles in Ordnung ist. Der Flügeltürer zeichnet sich durch hohe Qualität aus. Ständige Defekte kennen seine Besitzer nicht. Aber natürlich müssen auch die Betriebsstoffe regelmäßig kontrolliert werden. Ich schaue jetzt hier gerade, ob genug Getriebeöl drin ist. Schauen natürlich auch, ob an den Dichtstellen, wo hier Übergänge sind, dass es alles dicht ist und dass wir keine Leckage irgendwo haben, dass wir im schlimmsten Fall irgendwo so viel Öl verlieren, dass wir einen technischen Defekt haben, weil es trocken läuft oder ähnliches. Genauso ist es hinten bei der Hinterachse, da muss ich gleich auch nachschauen. Das ist halt das Nonplusultra, dass wirklich alle Betriebsstoffe aufgefüllt sind, in gutem Zustand sind und es da nicht dran scheitert im Endeffekt. Wie jeder Sport- oder Rennwagen will auch der 300 SL regelmäßig bewegt werden. Lange Standzeiten in der Garage mag das Auto gar nicht. Die größten Probleme kriegen die Autos, wenn sie zu lange stehen. Dann haben wir Probleme mit der Einspritzpumpe, da läuft uns das Benzin ins Öl. Dann haben wir schlechte Schmierung und dann tauchen die Probleme auf. Also wenn man das Auto regelmäßig fährt, dann läuft es eigentlich einwandfrei. Der SL ist grundsätzlich nicht nur sehr zuverlässig, er ist auch kaum anfällig für Rost. Das Auto hat vergleichsweise wenig Hohlräume, weil es einen Gitterrohrrahmen hat. Der Gitterrohrrahmen, er ist aus einem hochwertigen Stahl, der rostet praktisch nicht. Und ansonsten gibt es nur wenige Hohlräume. Die wenigen sollte man in der Tat aber auch konservieren. Nur natürlich heutzutage, wenn so ein Auto mal restauriert ist, wird es ja auch von innen behandelt, also da passiert nichts mehr. Schon als Student hat Hans Kleißl begonnen, Oldtimer zu sammeln. Heute besitzt er neben diversen SLs über 50 verschiedene Modelle. In dieser Halle steht nur ein Teil seiner Sammlung. Das ist der schnellste Flügeltürer der Welt. Das Auto hat ungefähr 100 PS mehr wie normal. Hat natürlich entsprechend dem FIA-Reglement originalen Motor, originale Achsen. Aber was man gemäß Reglement rausholen kann, haben wir natürlich da rausgeholt. Hier sieht man auch einen dicken Überrollbügel, sodass, wenn das Auto sich überschlägt, einem nichts passiert. Natürlich Rennsitze, keine originalen Sitze mehr. Ist klar, im historischen Motorsport geht man heutzutage von der Originalität sehr weit weg. Das ist wieder ein ganz anderes Feld als das normale Restaurieren von Oldtimer-Fahrzeugen. Da geht es darum, dass man schnell ist und dass man aus dem, was erlaubt ist, möglichst viel rausholt. Also der Invicta XJ13, das ist ein Einzelstück. Das Auto ist also nur einmal gebaut worden. Ist in seiner Form dem Jaguar XJ13 nachempfunden, der auch nur einmal gebaut worden ist. Das Auto hat einen Jaguar 12-Zylinder-Motor, eine sehr leichte Karosserie und liegt auf der Straße wie ein Brett und hat einen Höllensound. Das ist mein Isogrifo. Isogrifo war damals der schnellste Sportwagen seiner Zeit, ging im Jahr 1969 300 Stundenkilometer. Ich habe den schon seit ewigen Zeiten als Schrott gekauft und Jahr für Jahr restauriert. Ich glaube, das ging über 10 Jahre. Und jetzt ist er wie neu und hat einen besonders starken Corvette-Motor, wie der Italiener Iso ja hatte. Und macht viel Spaß beim Fahren. Für SL-Fan Hans ist es selbstverständlich, fast zu jeder Veranstaltung auf Achse zu fahren. Natürlich immer in einem Flügeltürer. Bevor er sich auf die Autobahn macht, um die 600 Kilometer nach Düsseldorf zu den Classic Days zu fahren, unternimmt er noch eine kurze Testfahrt, um den Rubirosa SL zu überprüfen. Hat eine Beschleunigung wie ein modernes Auto, aber hat das Tierische von einem alten Auto, von einem Oldtimer.
kann man schwer beschreiben. Das ist eine Komposition aus Ästhetik und aus einer irren Technik. Hans fährt mit dem Flügeltürer viele Oldtimer-Rennen. Er hat mit einem SL auch schon einmal die Neuauflage der Carrera Panamericana gewonnen. Neben Technik und Design begeistert ihn auch die Kraft des 3-Liter-Motors. Also die Autos sind mit 215 PS angegeben und wenn man heute einen Motor wirklich mit viel Akribie macht, dann kommt man auf gute 200 PS, 200 echte PS. Aber in Verbindung mit dem Gewicht von 1350 Kilo geht dann natürlich ganz schön was vorwärts. Man kommt durchaus auf die damals angegebenen 250 Stundenkilometer auf der Autobahn und es gibt also kaum einen, der ihn da überholt. Auch mit einer Technik aus der Mitte des letzten Jahrhunderts gehört der Flügeltürer heute noch mit zu den schnellsten Fahrzeugen auf der Autobahn. Der rein Sechszylinder beschleunigt den SL in nur 10 Sekunden auf 100. Die Vorstellung, in ein modernes Auto umsteigen zu müssen, ist für Hans ein Graus. Mit einem modernen Auto zu fahren, ist für mich ungefähr so wie Computerspiel. Mit einem alten Auto, da bist du noch richtig der Reiter. Da kannst du die Technik bewegen, das ist Arbeit. Du wirst eins mit dem Gerät und das ist das Tolle dran. Aber trotz aller Arbeit, man muss kein Fangio oder Caracciola sein, um einen SL im Straßenverkehr zu bewegen. Also im Grunde sind die Autos nicht schwierig zu fahren. Nur im Grenzbereich, da wird es dann ernst. Da muss man den damaligen Rennfahrern Hochachtung zollen. Dadurch, dass er diese Doppelgelenk-Pendelachse hat, bricht er in der Kurve wahnsinnig leicht aus. Und wenn man in der Kurve am Limit fährt, dann muss man praktisch immer gegenlenken. Und man kann also die Kurve nicht normal fahren, sondern muss immer mit dem Lenkrad ungefähr so arbeiten. Wer es also nicht übertreibt, kann im Flügeltürer Kraft, Performance und die Landschaft um sich herum genießen. Es sollte allerdings nicht zu warm sein, denn das Cockpit des SL heizt sich schnell auf und es gibt kaum Fenster zum Öffnen. Auch bei Regen ist das Auto mit Vorsicht zu genießen. Im Regen zu fahren ist insofern nicht gerade lustig, als da die Trommelbremse dazu neigt, einseitig zu ziehen. Also wenn man dann eine Notbremsung machen muss, dann kann es sein, dass man im Straßengraben landet. Deswegen sind die letzten 300 SLs auch mit Scheibenbremse ausgeliefert worden. Und heutzutage baut man gerne die Bremse beim 300SL auf Scheibenbremse um, eben aus Sicherheitsgründen. Was den 300 SL neben Form und Technik von anderen Oldtimern unterscheidet, ist die außergewöhnlich hohe Zuverlässigkeit und Qualität, mit der er damals gebaut worden ist. Ich erinnere mich immer noch an eine Veranstaltung in Australien, wo 25 300 SLs mit von der Partie waren. Und ich mir überlegt habe, ob ich ein Serviceteam hinschicken soll. Dann habe ich gedacht, kostet einen Haufen Geld und brauchen tut man es wahrscheinlich nicht. So war es dann auch. Alle 25 Autos, 4 Tage lang gefahren, ohne Probleme, kein technischer Defekt. In der Zwischenzeit haben die Mechaniker die Vorbereitungen an dem 300 SL, der auf den Classic Days gefahren werden soll, abgeschlossen und rollen ihn nun in den Transporter. Das Verladen ist Millimeterarbeit. Am Lack darf kein Kratzer entstehen. Schließlich soll der Wagen ja vielleicht auf der Veranstaltung verkauft werden. Außerdem ist er neu restauriert und hat einen Wert von über einer $500.000 Euro. Für Hans Kleisel ist es wichtig, dass auch der Transporter den Zeitgeist der 50er Jahre widerspiegelt. Für mich ist es eine Philosophie. Es geht nicht nur um die alten Autos, das Ganze drumherum muss auch passen. Deswegen haben wir hier historische Gebäude und dazu gehört natürlich auch, wenn wir auf eine Rennstrecke fahren, ein historischer Renntransporter. Deswegen haben wir vor 15 Jahren so einen alten Möbelwagen gekauft und den restauriert und zum Renntransporter umgebaut, der in der Optik sehr ähnlich ist wie die wirklichen Mercedes-Renntransporter der damaligen Zeit. Ein alter Transporter braucht mehr Pflege und ist anstrengender zu fahren als ein neuer. Aber die Zuschauer bei den Oldtimer-Veranstaltungen freuen sich jedes Mal, wenn sie den alten Transporter von Hans Kleisel sehen. Die Mechaniker machen sich jetzt auf den Weg nach Düsseldorf. Hans fährt einen Tag später mit seinem SL auf der Autobahn hinterher. Die Classic Days auf Schloss Stück. Eines der schönsten Oldtimer-Festivals in Europa. Schade nur, dass es nun nach einem Tag Sonnenschein ununterbrochen regnet. Das ist bitter für die Leute, die ein total offenes Auto haben, ohne Dach. Das denke ich mir auch oft, wenn zum Beispiel auf der Mille Miglia, da sind ja viele so Autos unterwegs und da regnet es gerne, die armen Kerle dann in ihren Autos sitzen.
Aber wir natürlich als Mercedes-Fans haben diese Probleme nicht. Mit einem festen Dach über dem Kopf braucht Hans nur die Flügeltür zu schließen und dann kann er auf die Strecke gehen. Viele Zuschauer lassen sich auch vom Regen die Freude an den schönen Autos nicht verderben. Ich finde vor allem toll auf so einer Veranstaltung, dass die Autos nicht nur stehen, sondern auch fahren können. Es ist schön, dass man mit den Autos da fahren kann, einmal Gas geben kann, die Begeisterung von den Menschen rundherum sieht. Das bringt Leben rein. Allerdings ist der Rundkurs der Classic Days eher ein Laufsteg für die alten Preziosen als eine Rennstrecke. So, jetzt müssen wir leider ein bisschen langsam machen, weil hier geht es ja um Gleichmäßigkeit. Und da dürfen wir auch nicht zu schnell sein, sonst bekommen wir Ärger. Aber sich so ganz zurückhalten kann Hans dann doch nicht. Aber für die Mädels geben wir jetzt mal ein bisschen Gas. Hans ist aber nicht nur auf den Classic Days, um Spaß zu haben, sondern er trifft hier auch viele Kunden und solche, die es werden möchten. Viele Reiche und Prominente möchten gerne einen SL kaufen. Hans weiß, dass sich die Ansprüche der Kunden geändert haben. Vor 3 Jahren waren die meisten Kunden so gestrickt, dass so ein 311 vor allem optisch schön sein musste. Der Lack musste super sein, der Chrom musste 1A sein, das Leder musste toll sein. Die Technik war da gar nicht so wichtig. In den letzten Jahren wird die Technik doch immer wichtiger. Den Leuten ist wichtig, dass die Autos auch wirklich super funktionieren, dass sie keinen Ärger haben. Ganz besonders liegt der Fokus auf originalen Fahrzeugen, die zum Beispiel noch das erste Leder haben und eben nicht komplett restauriert sind. Hans knüpft auf den Classic Days viele gute Kontakte. Einige Kaufinteressenten wollen ihn in den nächsten Tagen auf seinem Gut besuchen, um sich vielleicht einen SL zu kaufen. Gut gelaunt fährt Hans die 600 Kilometer mit seinem Flügeltürer wieder nach Hause. Wie jedes Mal freut er sich auch heute, hinter dem Lenkrad des Mercedes zu sitzen. Mit dem 300 SL zu fahren ist für mich immer wieder ein irres Fahrgefühl, obwohl ich die Autos ja jeden Tag fahre, weil ich natürlich jedes Kundenauto, bevor das ausgeliefert wird, selber fahre. Aber es ist einfach immer wieder ein Erlebnis und jedes Auto fährt auch irgendwo anders, weil jedes Auto als Einzelstück gebaut worden ist. Der Sound, die Beschleunigung ist einfach irre. Gut, dass US-Importeur Hoffmann bei Mercedes darauf bestanden hat, einen außergewöhnlichen Sportwagen für den amerikanischen Markt zu bauen. Sonst würde der Welt dieser Traum auf 4 Rädern fehlen.